Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Themen, die ich für euch vorbereitet habe, sind nicht nur das Update heute zu dem Zeichen. Ich weiß gar nicht, warum ich da drauf gekommen bin. In Wirklichkeit ist es einfach so, also das heißt Daumen rein und so. Besprechen wir danach. Gibt auch ein Video von meiner Mutter dazu. Danke dafür. Dann die Lufthansa-Machtkonzentration in Frankfurt. Da sprechen wir nochmal drüber. Die Swiss, die Austrian im Besonderen, sind da relativ böse drüber und skeptisch, vor allem weil sie Angst haben, dass Arbeitsplätze wegfallen. Dann CT-Scanner, Flüssigkeiten wieder erlaubt. Also mehr Flüssigkeiten erlaubt. Singapur verschärft die Strafen für Vaping und für Drogen. Heißt also, Vaping mitbringen nach Singapur, Thailand auch, sprechen wir auch drüber. Und last but not least gibt es ein Update von Qantas. Qantas hat eine Doppelpunkte-Promotion. Statuspunkte zählen nun für das Lifetime-Level. Also insofern da gute Nachrichten aus Australien. Ja, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen und aufs Gut kommen, das Ganze diskutieren. Und jetzt kommen wir, deshalb muss ich da ausatmen, zu meinem Ausfall gestern, den ich hatte. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich weiß es nicht. Spastik in der Hand, in der Hirnwindung. Ich weiß nicht. Ich habe keine Gedanken gemacht. Abgesehen davon, dass das Zeichen zu ernst ist, um darüber Späßchen zu machen oder solche Fehler zu machen, die ich gemacht habe. So machen ist ja am Ende des Tages auch viel zu auffällig. Also das heißt, ihr seht jetzt da auf dem Video, was mir meine Mutter natürlich umgehend geschickt hat, und ich habe, obwohl sie nichts dazu geschrieben hat, mir denken können, was sie denkt. Oh, bekloppt. Also so ist das Zeichen richtig. Denkt dran und weiter geht's. Das erste Thema ist Lufthansa Konzernzentrale. Da ist es so, dass man mehr Macht haben möchte, und die Machtzusammenziehung ist halt so, dass ab 2026 die Steuerung der Netzwerk-Airlines Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels, aber auch der ITA in Frankfurt zusammengezogen werden. Zentrale Themen wie die Flottenplanung, Streckennetz, Ticketpreise, Vertrieb werden halt künftig aus Frankfurt gesteuert. Die neue Konzernstruktur basiert also auf dieser Vier-Group-Funktion Function Board für Drehkreuze, Technologie, Personal, Finanzen. Die operative Leistung erfolgt direkt durch die Konzernvorstände unter Carsten Spohr, dem CEO der Lufthansa Group, im Lufthansa Aviation Center. Die neue Organisationsstruktur trägt intern den Namen Matrix Next Level, also klingt ja schon mal sehr interessant. Die Frage, die ich an euch habe, ist natürlich, findet ihr es richtig, dass Lufthansa alle wichtigen Entscheidungen künftig zentral aus Frankfurt steuert, oder schadet das der Vielfalt und Eigenständigkeit der Airlines im Konzern? Also da müssen wir nochmal ganz genau gucken, ob das ein Thema ist. Denn wenn man sich die Kritik aus der Schweiz oder aus Österreich anguckt, Schweizer Medien schreiben, und da zitiere ich aus der Neuen Zürcher Zeitung, die Swiss zahlt für die Fehler der Lufthansa. Sie kritisieren auch die Verdeutschung. Interessant am heutigen Tag, wo ja unser lustiger Ramelow gesagt hat, wir sollen die Nationalhymne ändern auf irgendein Lied, das dann, aber egal, und Fahne auch merkwürdig, also Verdeutschung. Und Lufthansa will jetzt die Swiss verdeutschen, so ist das Originalzitat, aus dem Blick. Und die profitable ist ein Wort, das wir in Deutschland eigentlich gar nicht kennen, weil die Lufthansa keinen Profit macht. Die profitable Position der Swiss, 684 Millionen Schweizer Franken Gewinn 2024, steht im Kontrast zur zunehmenden Entmachtung. Und der CEO Jens Fehlinger, natürlich ein Befehlsempfänger aus Frankfurt, sagt, die hohen Ticketpreise spiegeln ein Stück weit die Kaufkraft in der Schweiz wider. Und auch in Österreich gibt es natürlich Wörter ich nenne es jetzt einfach mal, ich verstehe es nicht. Und zwar, wenn die Auer weiter an Bedeutung verliert, sind auch die österreichischen Arbeitsplätze bedroht. Schon jetzt sind deutliche Anzeichen erkennbar, dass der Standort Österreich geschwächt wird. Das ist Daniel Liebert von der WIDA, das ist die Gewerkschaft. Kritikpunkte ist halt wirklich, Wetlease-Verträge, zum Beispiel mit der Air Baltic, führen zur Verdrängung eigener Crews, Ausflottung kleinerer Flugzeuge zugunsten größerer Airlines, größerer Airbus-Jets, bedroht Wien als Standort, wieder fordert Zusagen für dauerhafte Stationierung von Flugzeugen und Crews in Wien. Und ist die Kritik aus der Schweiz und Österreich berechtigt, oder muss man bei einem globalen Konzern wie Lufthansa nationale Egoismen
überwinden? Das ist so die Frage, die ich euch hier gerne stelle. Heißt also am Ende, dass es da eher eine Verdeutschung gibt. Also ich finde das Wort relativ geil, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich fand eigentlich die Übernahmestrategie, und das war ja auch das, wo Lufthansa bei der ITA gesagt hat, ja, also wir nehmen euch das Italienischsein ja gar nicht weg. Ihr kommentiert hier unten oder auf Skool, da freue ich mich auf eure Kommentare. Wir freuen uns alle aufs Fliegen, aber wir müssen durch die Kontrollen mit dem CT-Scanner oder halt ohne. Und da gab es ja jetzt ein Problem mit den Flüssigkeiten. Da wurde also das großzügige Flüssigkeitslimit reduziert, weil es da ein Problem gab mit der Erkennung von solchen Flüssigkeiten, ob sie okay sind oder nicht. Aber ab Mitte September erlaubt der Flughafen Frankfurt auf bestimmten Spuren Flüssigkeiten bis 2 Liter im Handgepäck. Voraussetzung sind die neuen CT-Scanner, alte Sicherheitsregeln, 10 mal die 100 ml Behälter gelten an Spuren ohne die neue Technik, also zum Beispiel im Terminal 2, wo ich losfliege. Mit Finnair, ja, leider da kein CT-Scanner, also alte Regelung. Frankfurt 40 CT-Scanner installiert, voll ausgestattete Bereiche im Terminal A und Z, vor allem bei Lufthansa, logischerweise. München testet ebenfalls, dort auch bald größere Mengen Flüssigkeit sind erlaubt. Und das Ganze ist möglich, weil es ein Software-Update gibt. Die EU erlaubt ja seit Juli 2025 den Einsatz der Scanner nach dem Update. Die Mehrflüssigkeit im Handgepäck, praktische Erleichterung oder neue Chaosquelle an der Sicherheitskontrolle. Was denkt ihr? Dadurch, dass es halt einmal diese Analogscanner sind es Analogscanner? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die alten Scanner, die 2D sind, das wäre das alte. Zweidimensional, die anderen sind ja dreidimensional, wo man ja richtig aufreißen und machen und drehen und hast du nicht gesehen machen kann. Also schon imposant, was die Buden können. Ist das etwas, wo ihr sagt, das ist toll oder ja, mehr Verwirrung als alles andere? Da bin ich mal gespannt auf eure Kommentare. Wo ich keine Kommentare wünsche oder wo es auch keine Kommentare braucht, ist es in Singapur, wenn es da um Gesetz geht, um Drogen, um Rauchen, um Vapen. Ab 1. September drohen Touristen harte Strafen bei Verstoß. Bis zu 20 Jahre Gefängnis, Geldstrafen, auch Körperstrafen. Also dieses Canning, Peitschen, glaube ich, ist das. Ich weiß es jetzt ehrlicherweise nicht genau. Ich kann kurz mal gucken, was ist Canning. Gilt für Vapes, ganz wichtig, Vapes, E-Zigaretten, K-Pods und alle Produkte mit Etomidate, also nun eine Class-C-Droge. Das heißt also, die ganzen Dinge werden verboten. Heißt also, für Ausländer der Erstverstoß ist einfach nur Konfiszieren und Bußgeld. Mehrfachverstoß ist Ausweisung, Einreiseverbot, Passentzug bei Long-Term-Visa, Hinweis, auch Konsum im Ausland, zum Beispiel synthetische Drogen in Vapes, kann bei Rückkehr nach Singapur strafrechtlich relevant sein. Qatar Airways und weitere Airlines waren explizit vor der Einfuhr. Und Vaping ist ja nicht nur dort ein Thema, sondern auch in Thailand. Das heißt also, alleine schon das Mitbringen ist verboten. Das heißt also, wer da nur, ich weiß nicht, Transit oder sowas, das hat, kann ein Problem darstellen. Und findet ihr Singapurs Haftstrafe für Vaping übertrieben oder ist das ein konsequenter Schutz vor der öffentlichen Ordnung oder von der öffentlichen Ordnung? Ich muss ehrlicherweise sagen, dieses Vaping, manchmal habe ich Gerüche, wo ich denke, boah, Alter, Und dann denke ich, riecht aber lecker. Und das ist genau das Problem, weil gesund ist das ja wahrscheinlich nicht. Und die Singapurianer gehen da wohl knallhart vor. Da könnt ihr auch Antworten euch auslassen. Ich selber bin Passivraucher und deshalb kann ich da keine Antwort zu geben und kann euch da nichts zu sagen, außer dass es mich nicht stört. Ich finde es eigentlich auch ganz gut. Vor allem, wenn ich irgendwo bin, wo es keinen Rauch gibt und auf einmal irgendwo komme, wo die anfangen zu rauchen. Wo ist mir das aufgefallen? War das in Frankfurt oder war es in Zürich? Also, oder war es sogar Wien? Egal wo. Also auf einem dieser 3 war es, wo ich dachte, boah, die Leute rauchen hier so viel, dass mir das wirklich negativ aufgefallen ist. Also insofern, ihr kommentiert unten oder auf Skool. Das letzte Thema ist Qantas mit ihrer Doppelpunkte-Promotion. Da ist die Promotion angepasst worden. Für Fliege zwischen dem 4. September und dem 22. August gibt es doppelte Status-Credits oder Qantas Points. Die doppelten Statuspunkte zählen nun auch für Lifetime-Status. Nachdem die Kritik der Vielflieger erhört worden ist, wurde es angepasst, geändert. Kunden müssen sich entweder für doppelte Punkte oder doppelte Status-Credits entscheiden. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass das natürlich jetzt geil ist, dass das da auch drin
passiert. Aus meiner Erfahrung bei Finnair, auch bei der Aktion, ist das so, dass die Punkte auch doppelt zählen. Heißt also, dass die auch für den Lifetime doppelt zählen. So war es bis jetzt. Finde ich auch eine geile Geschichte. Da kann man dann ehrlicherweise sagen, gut, dass sie es geändert haben. Man kann natürlich jetzt auch sagen, naja gut, ist das so eine Beruhigungspille, die man reingeschmissen hat in die Gruppe und gesagt hat, take this, shut up? Oder ist das, wo die wirklich verstanden haben? Oder findet ihr das, ja, da wird sowas leider verwässert? Status ist damit natürlich nicht mehr so viel wert. Oder ist der Status mittlerweile so schwierig zu bekommen? Ihr denkt immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Und School und so weiter und so fort. Ach ja, genau, ihr kriegt ja natürlich noch am Ende des Tages die Fragen des Tages. Findet ihr es richtig, dass Lufthansa alle wichtigen Entscheidungen künftig zentral aus Frankfurt steuert oder schadet das der Vielfalt und der Eigenständigkeit der Airlines im Konzern? Ist die Kritik aus der Schweiz und Österreich berechtigt oder muss man bei einem globalen Konzern wie Lufthansa nationale Egoismen überwinden? So nach dem Motto, oh, soll ich sagen? Nein, ich sag's nicht. Okay, sagt's der Österreich. Okay? Ich persönlich bin da der Meinung, es wäre schon geil, wenn die sich unterscheiden. Und ich glaube auch, dass nur jemand, der in Österreich sitzt oder jemand, der in der Schweiz sitzt, in Zürich, den Markt besser erklären kann und auch verstehen kann. Also, ich bin jetzt raus. Bis dann und bis zur nächsten Sendung. Und denkt dran, das Zeichen geht so und nicht den Quatsch, den ich gezeigt habe. Also, mea culpa und bis dann. Ciao, ciao.